traumhaft. Jedenfalls für die, die nicht im Regen stehen. Und hier geht es auch gerade los. Was mir hier bislang so gut gefällt, ist, dass ich mich auf den Wetterbericht verlassen kann. Das ist vermutlich jetzt ein bisschen ungünstig. Guck mal hier, ich glaube, da sind sogar frische Kräuter drin. Das Hotelzimmer steht. So, moin, hier ist Leute. Ihr glaubt nicht, wo ich gerade bin. Das hier ist Dänemark. Und ich bin hier auf dem sogenannten Gendarmenstieg oder auch Gendarmenfahrt, um hier den Grenzverlauf zu kontrollieren, wie das schon vor Hunderten von Jahren gemacht worden ist. Und das sind 84 Kilometer Weg, im Durchschnitt weniger als 0,5% Steigung. Und das wiederum heißt, auf 1 Kilometer geht es 5 Meter hoch. Ja, das wird eine anstrengende, mental anstrengende Tour. Nach wenigen Kilometern ist man bereits direkt an der Ostsee und von hier aus verläuft der Weg direkt an der Küste entlang. Könnt ihr erkennen, ob das da drüben die deutsche Polizei ist, die da patrouilliert? Ja, das ist ja alles nicht ganz ungefährlich. Ja, der Süden von Dänemark ist auch als Weinanbaugebiet bekannt. Wer hätte das gedacht? Man wird hier doch ganz schön gefordert, was das angeht in Sachen Höhenmeter. Es ist nicht ohne. Das ist echt süß. Hier ist mal eine Stelle ein bisschen nass und dann wird das gleich ausgelegt mit Brettern. Hier ist die kleine Marina von Höreport. Und da hinten werde ich nachher mein Zelt aufschlagen. Hier in Höreport befindet sich auch ein kleines Gendarmenmuseum. Und jetzt kann man sich besser vorstellen, wie die hier gearbeitet haben, um eben die Küste zu verteidigen, zu sichern gegen Schmuggler und gegen Angreifer. Ah, wie schön. Hier bin ich an meinem Übernachtungsplatz angekommen. Oh nein, das ist alles flach. Wie soll ich denn hier mein Zelt aufstellen? Ich schlage doch gerne mit dem Kopf hoch. Der Wind kommt von hinten. Ich habe einen schönen Ausgang. Leider keinen Blick aufs Meer. Aber irgendwas ist ja immer. Das Hotelzimmer steht. Ich werde gleich noch meine Betten beziehen müssen. Und dann koche ich mir was Feines. Gucken wir mal, was wir heute im Angebot haben. Hier an köstlicher Nahrung. Ah, die Freunde von Schottland kennen noch Curryhuhn. So, hier dieses Set, das findet man irgendwie bei jedem zweiten. Das müssen sie millionenfach verkauft haben. Habe ich mir aber ein bisschen gepimpt mit dem anderen Brenner. Das ist ein, darf nicht sagen, aber was Japanisches. So, auch ganz neu dabei, ein wunderbarer Ständer. Hier. Ne? Safety first. James last. Während das Curryhuhn sich jetzt langsam in einen neuen Aggregatzustand bewegt, nämlich matschig, pappig, haue ich mir noch ein Franzbrötchen hier aus der Heimat rein. Oh, das braucht noch ein bisschen. Das ist noch nicht ganz durchgezogen. Moin Dänemark. Tag 2. Die Nacht war trocken, war ein bisschen windig, aber ruhig. Und
Ich freue mich auf das, was heute kommt. So 24 Kilometer bis Ehensund und Prost Kaffee, lecker Müsli und dann geht's los. Ein letzter Blick. Ein bisschen zieht's ja auf. Aber jetzt geht's weiter, jetzt wo die Sonne da ist. Ich war jetzt hier eben noch am Yachthafen, habe mir frisches Wasser holen können, habe die Toilette benutzen können. Also echt alles perfekt hier. Das ist jetzt hier die Flensburger Förde. Ich hatte ja irgendwie gestern erzählt, dass die andere Seite da drüben schon Deutschland ist. Ganz ehrlich, das war gelogen. Da hinten ist Deutschland. Ganz da hinten am Horizont. Da drüben liegt der Sonneborg, zu Deutsch der Sonderburg. Hier wieder ein weiterer Shelter in 1er-Lage. Warum geht sowas in Deutschland nicht? Guckt euch das an, das ist tipptopp aufgeräumt. Hier ist kein Müll, keine Kritzeleien, die Bäume stehen noch. Hier der Ausblick, das rauschende Meer, es ist fantastisch. Hier nehme ich euch mit in die Unterwelt von Sonneborg. Gruselig. Ach Mist, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist das beschauliche Städtchen Sonneborg. Hier haben die Gendarmen damals patrouilliert. Der Weg ist völlig underrated, was die Höhenmeter angeht.
Ich finde, das sind jetzt hier schon wieder 30 Höhenmeter am Stück. Wie sagte einst Laozi, Wandern ohne Höhenmeter ist die flachste Form der Erleuchtung. Oder so ähnlich. Das ist ein bisschen Gischt, das ist nicht schlimm. Das gehört einfach dazu. Ich glaube, hier ist nämlich der höchste Punkt von der ganzen Angelegenheit. Man kann es sich nicht vorstellen. Das ist topografische Gleichgültigkeit. Ja, so kann man sich mal besser vorstellen, wie so ein Gendarm ausgesehen hat, der hier patrouillierte. Schick, nicht unbedingt funktionell. So, der Übernachtungsplatz hier heute in 1er Lage. Entweder hier in dem Shelter, das ist noch frei, oder hier irgendwo auf dieser Fläche. Auf jeden Fall möchte ich euch diesen Blick hier nochmal zeigen. Übrigens fängt es gerade wieder an zu regnen. Ist das hier der Blick? Und am liebsten würde ich ja hier vorne mein Zelt aufschlagen. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Und dann kann ich hier runter gucken. Packt das ja hier immer so einen kleinen Beutel rein und schreibt dann drauf, was drin ist, weil sonst weiß ich es hinterher nicht mehr. Und ich schreibe dann noch einmal drauf, was da was für Wasser zuzugeben ist. Curryhuhn, nein, Curryhuhn gibt es heute nicht. Chili con Carne habe ich hier einmal. Und einmal Jägerart mit Nudeln. Es gibt heute Chili con Carne, habe ich beschlossen. Und in 0, nix kocht das Wasser. Und dann kommt hier dieses leckere Chili con Carne dazu. Da freue ich mich schon drauf. Gut, schon mal gut. Ziehen lassen. Dann geht das sieht auch super lecker aus. So. Echte Chili con Carne. Wunderbar. Oh, mittlerweile haben wir 18:30 Uhr. Das ist so das Restlicht. Und ich verabschiede mich mal langsam. Bis morgen. Ich freue mich morgen mit euch auf Tag 3. Moin jetzt. Hi, moin, Tag 3 auf den Gendarmenpfad. Die Nacht war gut. Ich hatte ein bisschen Regen und frischer Wind, aber das war alles über 10 Grad, würde ich mal behaupten. Jetzt geht es erstmal ans Frühstücken, um sich zu stärken für die nächsten 20 Kilometer. Da geht es nach Ehrensund. Ja, ich weiß, ich hatte gestern erzählt, dass ich nach Ehrensund gehe, aber das war gelogen. Heute geht es dahin. Meine Sachen sind soweit gepackt. Ja, jetzt wird gefrühstückt. Da lasse ich euch natürlich auch dran teilhaben mit einer kleinen Kochshow. Ich bin sicher, ihr freut euch drauf. Während das Kaffeewasser kocht, bereite ich etwas Müsli zu. Dazu reiße ich diesen Beutel auf, fülle hier das Müsli hinein und am Ende des Tages ist alles drin. So. Und das Raffinierte ist, dass da Milchpulver drin ist. Dann brauche ich hier nur Wasser drüber zu kippen und schon habe ich ein wunderbares Milchmüsli. Das schmeckt mir und gibt Kraft. Denn so kann man den Tag gut schaffen. Müslibacher. Alles super, alles gut, kein Müll da gelassen. Dann geht es weiter auf Patrouille hier auf dem Gendarmenpfad. Und man sieht hier schon mal einen wunderschönen Mischwald. Viel Buche, Birke, ganz so nach meinem Geschmack. Auf geht's! Ich folge hier schon seit einem Kilometer so einen wunderschön blühenden Grünstreifen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt Ende Oktober. Herrlich.
Hier drüben gegenüber liegt die deutsche Seite, das ist die Halbinsel Holnis. Auch ein schönes Naturschutzgebiet. Bewacht ihr jetzt hier die Küste? Ja. Entschuldigung, eine Frage. Do you speak English or German? No. Bewacht ihr hier jetzt die Küste? Ja? Alles klar. Der Gendarmenpfad ist offiziell in 5 Etappen aufgeteilt. Die Etappe, auf der ich mich gerade befinde, ist die Ziegeletappe. Man glaubt es kaum. Und ich denke mal, das liegt einfach daran, dass hier früher Ziegel produziert worden sind. Es ist Mittag, also gibt es Mittagessen. Und für die Freunde des Curryhuhns habe ich eine Überraschung. Es gibt Curryhuhn, yay! Ja, das Rezept für Curryhuhn ist sehr einfach. Ich muss diese Tasse füllen mit Wasser. Und zwar randvoll. Denn das ist die Ausgangsbasis für das Produkt. Das kommt jetzt hier rein. Seht ihr? Ganz einfach schütten. So, dann wird der Gaskocher gezündet. In der Zwischenzeit präpariere ich den Löffel. So. Und nehme den Beutel und rutschel ihn ein bisschen zurecht. So, wird ein bisschen zurecht gerutschelt. Damit sich das Aroma da drin gut verteilen kann. So, nun ist es soweit. Ich reduziere einfach die Hitze. Nehme das kurz runter. Und dann kommt das dann hier so rein. Und das ist die wunderbare Outdoor-Küche, scheiße. So. Kipp das da rein. Und dann wird das ordentlich umgerührt. Und dann gibt das wunderbaren Curryhuhn-Geschmack. Guck mal her, ich glaube, da sind sogar frische Kräuter drin. Das wertet das Produkt auf. Curryhuhn. Nach der Pause sieht Holnis so aus. Ist doch gleich viel heller und farbenprächtiger. So, ich gehe jetzt noch knapp 9 Kilometer nach Eggelnshühen. Dann sieht man mal, wie schmal eigentlich diese Passage ist. Und ich denke, die war bei Schmugglern auch sehr beliebt. Ich mag hier solche Tunnelgänge unter Bäumen gerne, aber wer mag das nicht? Und wer hier ins Schwitzen kommt, sollte mal zum Arzt gehen. Auch relativ interessant, hier einen Leuchtturm unterhalb der Küste zu setzen. Ja, das stört die Einwohner nicht so sehr, wenn der leuchtet nachts. Hier über die Klappbrücke von Egensund geht es weiter. Allerdings für mich erst morgen. Ich suche mir hier knapp 2 Kilometer aufwärts noch einen Übernachtungsplatz. Bei ein bisschen Sonne sieht die Welt auch gleich ganz anders aus.
Das ist mein Ausblick für heute Abend. Eine etwas größere Schwanenfamilie, die hoffentlich nicht so viel Radau macht heute Nacht. Sieh mal an, da hinten geht es noch weiter. Jo, der Regenbogen ist auch wieder zu sehen. Traumhaft. Jedenfalls für die, die nicht im Regen stehen. Und hier geht es auch gerade los. Guten Morgen. Tag 4, heute das große Finale. Heute noch mal knapp 30 Kilometer. Und die sogenannte Bergetappe steht hier an. Das liegt wohl daran, dass es etwas bergiger werden wird. Ja, mein Blick heute Morgen ist hier aus diesem Shelter. Ich habe gar kein Frühstück mehr. Ist aber schade. Aber noch ein bisschen Kaffee. Nehmen wir den. Das ist sehr bedeckt und das ist noch gut, denn bei einem Blick hier auf die Wetter-App wird einem bewusst, dass das heute richtig schottisches Wetter gibt. Yay, endlich wieder Regen, Sturm. So wie sich das gehört. Hier nun die nächste Klappbrücke. Wenn ich es richtig gesehen habe, soll die in 5 Minuten hochgehen. Vermutlich klappt die auch nur, wenn da jemand ist und gerne durch möchte. Das sieht jetzt heute nicht so aus. Da ich bislang noch keine nassen Füße habe, gehe ich einfach mal hier unten lang. Es gibt noch eine Alternativstrecke, die ist wahrscheinlich ein bisschen trockener. Aber das ist doch einfach schön hier. Ah, hier jetzt bitte nicht die perfekte Welle. Ja, da ist wieder die Matsche. Ab da durch. Es sieht so aus, als würde der Sturm schon ein bisschen früher aufziehen als geplant. Doch das hindert mich nicht, hier wie ein echter Gendarm diesen Pfad zu beschreiten. Im Dienste der Sicherheit. Herrlichstes Wanderwetter hier in der Ostsee von Dänemark. Aber was soll ich sagen? Hier stimmt wenigstens die Wettervorhersage. Pünktlich und präzise. Ah, das ist vermutlich jetzt ein bisschen ungünstig. Was soll ich jetzt machen? Toiletten oder Alternative? Ich denke mal drüber nach. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken, wenn sie hier sowas hinschreiben. Das ist schon ganz cool gemacht, dass man hier eine Brücke gesetzt hat. Das kennt man auch anders. Interessant, in welche Richtung hier das Wasser gerade fließt. So lieben wir es.
Dänemark, wild und regnerisch. Und da vorne gibt's gleich Schwan zum Frühstückstisch. Oh, yes, so muss das sein. Matsche. Was mir hier bislang so gut gefällt, ist, dass ich mich auf den Wetterbericht verlassen kann. Der hat es nämlich genauso vorhergesagt. Also sehr zuverlässig. Danke euch. Nun kann man sich vorstellen, warum das hier Flensburger Förde heißt, denn da drüben liegt eben dieses Flensburg. Ja, das heißt, hier ist sozusagen Ende Gelände vom Wasser und für mich geht es jetzt hier auf der sogenannten Bergetappe weiter. Und die startet gleich da oben. Und ich hoffe, dass ich da auch einen Shelter endlich mal finde. Ich habe hier seit 20 Kilometern nicht gesessen. An diesem schönen Shelterplatz in Kollund habe ich mich noch mal eingerichtet, um mein Mittagessen zuzubereiten. Wie das duftet. Ja, ich habe heute Morgen den falschen Beutel eingepackt, obwohl ich es draufgeschrieben habe. Das ist hier irgendwas Jägerart und ich wollte eigentlich Müsli haben. Und das Jägerzeug, das wollte ich ja nicht zum Frühstück essen. Ich bin ja kein Jäger. So, jetzt wird erstmal gegessen. Die Sachen ja, sind so halbwegs trocken geblieben. Es ist ein bisschen was durchgekommen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Wind das dann so durchdrückt. Man sieht es hier auch am T-Shirt, das ist immer so die Referenz. Eigentlich komplett nass. Schaut her, das ist hier die Bergetappe. Die hat einiges an Bergen zu bieten. Bin mal gespannt. Sieht jetzt schon sehr vielversprechend aus. Oh, schau mal, da hinten um die Ecke. So eine Bridge. Uiuiui. Der Wald hier ist auch sehr schön. Ich finde nicht unbedingt sehr bergig, aber das ist ein wunderbarer Buchenwald und jetzt im Herbst sehr schön anzugucken. Und hier vorne befindet sich der legendäre Anti-Wildschweinzaun in Richtung Deutschland. Da kommt keiner durch. Also kein Schwein, kein Wildschwein. So, hier ein historischer Ort. Dänemark, Deutschland, Dänemark, Deutschland. Ja, dieses Bergetappe ist ein schöner Marketing-Gag. Ich habe mich amüsiert. Es ist sehr hügelig, also im Sinne von gemütlich. Ja, die letzten 5 Kilometer brechen an. Ich bin mal gespannt auf mein eigenes Fazit. Ja, super, hier schon wieder ein Grenzübergang nach Deutschland. Den muss ich voraussichtlich nehmen. Passport ist dabei. Und dann sorge ich mal dafür, dass hier auch keine Wildschweine mehr rüberkommen außer mir. Ja, meint ihr, das Wetter ist hier besser in Deutschland als da drüben? Ich weiß es nicht. Achso, das ist übrigens der Grenzstein. DR ist irgendwas mit Preußen. Und auf der anderen Seite steht D und das steht für Dänemark. Das ist das Telefon. Ich kann ja mal gucken, ob jemand da ist. Hallo, ist da drüben jemand auf der anderen Seite? Nein, niemand ist auf der anderen Seite. Ah, jetzt habe ich hier was entdeckt. Einen Schleusertunnel. Der wurde hier heimlich angelegt, um die Grenze zu überwinden. Ich weiß ja nicht, ob man es hören kann. Das Blätterdach hält das meiste vom Regen ab. Ja, insgesamt eine klasse Tour, muss ich sagen. 4 kurzweilige Tage, viel gesehen, abwechslungsreiches Gelände. Ob es das Meer war, ob es die Mischwälder waren oder hier die Buchenwälder vorwiegend. Ein
paar Städte gesehen, Sonneborg und so. Maritim, Wanderlust und vor allem super sauber auf allen Strecken, insbesondere jetzt hier auch die Zeltplätze und die Shelterplätze, auch die Wege. Der Weg selber ist nicht so anspruchsvoll, eher was für Einsteiger für 5 Tage, würde ich sagen. Man kann es aber auch sicherlich zügig in 2 bis 3 Tagen durchlaufen. Je nachdem, je nach Geschmack. Ja, wettertechnisch könnte man noch sagen, ist Luft nach oben. Dafür ist die Luft hier unten ja sehr dick im Vergleich zu den bergigen Touren. Für mich hat sich das auf jeden Fall hier super gelohnt. Super, ich habe Paarborg erreicht. Dieses Toilettenhäuschen markiert das Ziel vom Gendarmsweg. Waren ungefähr 85 Kilometer und die Toilettendichte ist hier übrigens frappierend. Ich glaube, die machen das, weil sie es können.